Wenn ich nur über mich sprechen würde, würde ich sagen, ich hätte das alles geschafft. So, mit dem Projekt. Also mit Mausio quasi. Aber ich habe so viele Menschen, die mich einfach unterstützen. Ich habe mein Team, die einfach daran glauben. Und das ist für uns einfach ein Projekt. Wenn ich sagen würde, die arbeiten für mich, das stimmt ja nicht. Wir arbeiten zusammen an ein Ziel. Und ich sehe das halt nicht als, das gehört jetzt mir, sondern das gehört uns. Das ist unser Ding. Du, ich bin eigentlich total sozialphob, habe ich das Gefühl. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, wenn ich jetzt unter Freunden bin oder so, dass ich mich da jetzt unbedingt in den Mittelpunkt ziehen muss, weil mir das dann doch schon ein bisschen unangenehm ist, wenn ich zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier bin und meine Familie Lieder von mir spielt. So. Das ist halt immer super unangenehm. Also da weiß man halt nie, was man machen soll. Soll man jetzt mitklatschen oder keine Ahnung. Aber wenn ich auf der Bühne bin, vergesse ich sowas einfach. Weil ich kann Energien spüren und wenn ich merke, dass halt total viel Liebe rüberkommt von den Leuten und von den Fans und die meine Musik total genießen können, dann überträgt sich das auf mich und dann komme ich halt einfach aus mir raus. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich wirklich ein Mensch bin, der auch zum Beispiel Vorträge halten kann. Das wäre, glaube ich, nicht wirklich was für mich. Da lasse ich halt lieber die Musik sprechen. Es ist natürlich letztes Jahr sehr viel passiert. Es kommt halt eine Superlative nach der anderen. Natürlich freue ich mich auch über so einen riesen Plattenvertrag oder so. Aber es ist natürlich auch ein riesengroßer Druck, der auf dich zukommt, weil du dem natürlich auch noch gerecht werden möchtest. Unabhängig davon, was in der Live-Performance passiert, musst du natürlich musikalisch auch nachliefern. Und ja, es ist definitiv ein Traum, von der Musik zu leben. Für mich war das immer so, hey du, mir reicht es, wenn ich wirklich einfach Brot und Wasser habe und einfach von der Musik leben kann. Auf Beats Festival! Seid ihr gut drauf? Ich bin der Meinung, wenn du da wirklich hart genug dran arbeitest, und das habe ich wirklich getan, ist es möglich. Also klar ist der Weg super steinig und schwer und alles andere als einfach, aber ich glaube, harte Arbeit macht sich immer bezahlt. Statt die Zeit, die 3 Stunden, 4 Stunden am Tag, die du Netflix guckst und eine Serie guckst, in deine Arbeit investierst und deinen Traum verfolgst, dann wird es auch was. Klar, natürlich dauert das alles lange und das hat jetzt bei mir auch. Also das hat 6 Jahre gebraucht. Intensive Arbeit, also das heißt wirklich von montags bis sonntags und vielleicht manchmal nur allerhöchstens mal 5 Stunden Schlaf am Tag. Die habe ich mit Yannick manchmal von 10 Uhr morgens angefangen zu telefonieren und wir haben dann das letzte Gespräch irgendwie um 2 Uhr morgens gehabt, weil wir die ganze Zeit permanent daran gearbeitet haben. Kostet natürlich viel Kraft. Und ich habe auch meine Ausbildung gemacht und währenddessen ich natürlich auch zu Hause hätte chillen können und mit meinen Freunden irgendwie weggehen können, habe ich trotzdem an meinem Traum gearbeitet, weil ich gesagt habe, hey du, das ist mir jetzt nicht so wichtig, um meinen Traum zu erfüllen, weil dafür habe ich jetzt einfach auch danach einfach Zeit. Es ist auch wichtig, ein gutes Team zu haben, weil das ist so viel, was auf eine Künstlerkarriere einprasselt und es wird natürlich auch immer mehr und mit einem Major-Label kommt das noch dazu und hier und dann überhaupt. Und wenn du das als Künstler neben Produktionen machen und Auftreten auch noch alles selber regeln musst, wird es, glaube ich, irgendwann nimmt's überhand. Wenn Technik ausfällt, kann jetzt weder der Veranstalter was dafür, außer er hat wirklich schlechte Technik besorgt. Er kann nichts dafür, das Publikum kann aber auf gar keinen Fall was dafür. Und wenn dann die Show drunter leiden würde, wäre es dann einfach traurig. Das heißt, während er vielleicht noch da einen Übergang gemacht hat, habe ich versucht, die andere Technik anzuklemmen, den Kopfhörer schon mal umzustecken oder irgendwas oder ihm irgendwie zur Hand zu gehen. Ich glaube, wir sind da auf allen Ebenen ein eingespieltes Team. Das heißt, auch wenn solche Situationen vorkamen, war es nie, dass er die Hände hochgeschmissen hat, gesagt, das ist jetzt dein Problem, kümmere dich drum. Sondern wir haben einfach geguckt, wie können wir jetzt die Show schnellstmöglich umsetzen. Ich habe gehört, Mausi steht noch im Backstage. Er will euch ein bisschen hören. Mach mal ein bisschen mehr. Mausi, yo!
Ich wusste, ich spiele jetzt an Silvester im Bootshaus. Da war ich schon, ich glaube 2 Wochen vorher, hatte ich eine gewisse Aufregung. Weil ich wusste, das ist halt einfach erstens einer meiner Lieblingsclubs in Deutschland. Und zweitens ist es halt eine massiv krasse Crowd, die man natürlich bestmöglich überzeugen muss und möchte. Und daher hatte ich die Aufregung schon ein paar Wochen davor. Ich werde sehr krass introvertiert. Also Leute, die mich kennen, die können schon damit umgehen, aber Leute, die mich nicht kennen, denken so, hey, ich bin total abgefuckt. Und weil ich halt ruhig werde, super ruhig. Ich will auch mit niemandem sprechen oder so. Ich brauche halt einfach meine Ruhe für mich und setze mich mal lieber irgendwo weg, wo halt weniger Geschehnis ist, so, weil das eine totale Reizüberflutung ist. Die Aufregung plus die Lautstärke drumherum. Weil ich muss halt ein paar Mal durchatmen. Also als ich vorher angefangen habe aufzulegen, war es halt so, dass ich versteife. Dass du sehr vorsichtig bist in dem, was du tust, egal wie du dich bewegst und sonst was. Aber ich glaube halt, jeder Mensch hat halt eine Aufregung und das ist total natürlich. Also grundsätzlich bei Sachen, die du kannst, wo du eine gewisse Routine hast, fallen dir Sachen leichter, als wenn du zum Beispiel Sachen machen musst, wo du keinen Bezug zu hast. Ich habe damals mal in der 7. Klasse den Disco Fox gelernt, das war ziemlich peinlich, weil ich so gar kein Taktgefühl habe. Ich kann ja eh nicht tanzen, ich kann springen. Aber ich lasse halt einfach Emotionen frei. Also wenn ich mich auf der Bühne viel bewege, dann bin ich halt locker und dann macht es mir richtig Spaß. Ganz interessant, jemand hat mir mal am Anfang gesagt, wenn du nicht mehr aufgeregt bist, kannst du auch aufhören aufzulegen. Und das kann ich auch voll und ganz unterschreiben. Also ich finde, so eine gewisse Aufregung gehört immer dazu. Daran merkt man auch einfach, wie wichtig einem das ist. Du bist halt einfach super konzentriert. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Gabe, die uns der liebe Gott gegeben hat. Also du kannst es halt in positive Energie umwandeln. Und wie machen das zum Beispiel Menschen, die einen Vortrag halten? Die fangen ja meistens dann auch erstmal mit einem Witz an, um die Situation aufzulockern. Und so mache ich das, glaube ich, auch einfach mit der Musik. Möglichst ein bisschen schneller! Wenn ich auf Events spiele, wo ich nicht den direkten Draht erstmal zu den Menschen bekomme, ist die Aufregung natürlich höher, um die Connection aufzubauen. Was er macht, dass du einfach ab der ersten Sekunde vom Set ist so eine ganz bestimmte Energie und Aura da. Weil das ist schon sehr besonders, wie er die Leute mitnimmt und eine Energie herstellt, die den ganzen Raum einfach beflügelt. Und nachher selbst die schlecht gelaunte Artist Hostess, die eigentlich gefühlt keinen Bock auf den Abend hatte, nachher mit so einem Grinsen neben uns steht und sagt, boah, das war unfassbar gut. Ich erinnere mich, wenn ich zum Beispiel Leuten Videos zeige, wo ich am Wochenende war oder sonst was, und die sagen, hey, bist du das? Das kommt mir gar nicht so vor, als wärst du das halt, wenn ich irgendwie Stage-Diving mache oder sowas, weil ich privat halt einfach anders bin. Keine Ahnung, ob ich dann einfach aus mir rauskomme, so aus dem, was ich eigentlich bin. Aber ich würde behaupten, ich bin eine ziemlich ruhige Persönlichkeit. Was mich halt immer wieder beeindruckt, ist halt so nach der Show die Liebe zu empfangen. Also die Liebe zur Musik von den Fans, die Reaktion zu neuen Tracks oder zu alten Tracks oder keine Ahnung. Die Emotionen, die du dann spürst, die sich dann natürlich auf dich übertragen. Und wenn ich dann halt einfach danach im Backstage sitze und ich mein ganzes Team im Arm habe und wir sagen, Alter, wie krass war das denn jetzt gerade? Was ist da jetzt gerade passiert? Und die Leute mir nach der Show schreiben, hey, das war der krasseste Abend, den ich je in meinem Leben hatte. Das ist das Schönste, was du erreichen kannst. Er ist klein, er ist süß, dicken
Mauso! Mausinho! 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 Keine Party ohne Mausinho! Keine Party ohne Mausinho! Keine Party ohne Mausinho! Klar, es passiert so viel, aber warum soll ich jetzt ein anderer Mensch werden? Weil ich glaube, ich bin einfach das, also das, was ich auch auf den Shows irgendwie verkörper oder so, das bin ich einfach. So, ich verstelle mich nicht, dass wenn ich einfach Emotionen habe und durchdrehe auf der Bühne, dann bin ich das. Weil das einfach meine Emotionen sind. Hat ihm damals, als er weggegangen ist, auch gesagt, du wirst mal ganz großer. Was so ein Spruch war, der uns beiden ein bisschen im Kopf geblieben ist. Für mich ist es wie ein kleiner Bruder oder ein Sohn. Auf vielen Ebenen ist es ein Bruder, weil wir halt viel auch zusammen einfach machen, unternehmen oder Blödsinn anstellen oder keine Ahnung was. Aber es ist für mich auch irgendwie wie ein Ziehsohn und natürlich macht mich das stolz. Also wenn du fest genug an diesen Traum glaubst, dann wird der einfach wahr. Das ist automatisch so. Also du fängst ja auch automatisch an, dich anders umzustellen, anders zu denken und anders dran zu arbeiten. Also das Ding ist, wenn ich mir etwas vorstelle, dann ist meine Vision so krass, dass ich das Gefühl habe, gerade in dem Moment zu sein. Und es ist halt einfach passiert. Dadurch habe ich eine ganz andere Motivation, an Sachen ranzugehen, an Sachen zu arbeiten. Wenn ich zum Beispiel im Studio sitze und einen Track mache, stelle ich mir genau vor, hey, du, wie kommt dieser Track gerade im Club an? Wie kommt dieser Track an, wenn du mit deinen Freunden draußen sitzt beim Grillen und so? Das ist einfach alles Vorstellungskraft. Warum stecke ich jetzt nicht 100% meiner Energie und meiner Kapazitäten in diese Musik oder in meinen Traum, bevor ich es irgendwann mal niemals tun werde? Ich habe damals noch bei meiner Mama gelebt, hatte kein Auto und hatte weniger Verpflichtungen. Also das war halt so der perfekte Moment, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal, statt ich dann irgendwie ein Auto habe, eine Wohnung, keine Ahnung, Kinder oder sonst was, ist natürlich dann die Verantwortung viel zu groß. Mag halt Risiken einzugehen, weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn du irgendwann mal am Sterbebett liegst, willst du der Held deiner eigenen Geschichte sein. Und das ist das Allerwichtigste. Und da wirst du niemals sagen, hey du, ich habe praktisch gelebt. Wish right on the star, planet in the dark, oh, 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 oh. We were there to talk, sitting in the car, whoa. Speaking up